Schleimbeutelentzündung, Glutealtendinopathie oder auch einfach seitlichen Schmerzen an der Hüfte. Da spielt oft die Sehne eine entscheidende Rolle. Damit diese Schmerzen endlich besser werden, müssen Belastung und Belastbarkeit wieder in ein gesundes Gleichgewicht kommen. Und in diesem Video erkläre ich dir genau, was das bedeutet und ich zeige dir, welche Alltagsgewohnheiten diese seitlichen Hüftschmerzen verschlimmern können und mit welchen einfachen Alternativen dir sofort mehr Entlastung bringen können. Bei einer Schleimbeutelentzündung oder bei einer Glutealtendinopathie ist die Sehne an der Außenseite deiner Hüfte gereizt. Diese Sehne gehört zu den Gesäßmuskeln, die deinen Becken stabilisieren und beim Gehen und Stehen auf Treppensteigen aufrecht halten. Früher dachte man, dass man vor allem die Schleimbeutel das Problem macht. Heute weiß man, bei den allermeisten Menschen kommt der Schmerzen tatsächlich von der Sehne selbst. Der Schleimbeutel spielt eher eine Nebenrolle. Warum wird denn die Sehne gereizt? Das passiert oft durch zu viel Belastung, zum Beispiel beim Wandern, zu viele Treppensteigern oder auf den Berg gehen. Die Sehne bekommt dann mehr Druck oder auch mehr Zug, als sie im Moment gut verkraften kann und reagiert dann mit Schmerzen. Aber wichtig, nicht nur zu viel Belastung reizt die Sehne, auch zu wenig Bewegung kann ein Problem sein. Wenn du dich sehr schonst oder kaum aktiv wirst, wird die Sehne mit der Zeit schwächer, weil sie nicht mehr herausgefordert wird. Und eine schwächere Sehne reagiert dann viel empfindlicher auf ganz normale Alltagsbewegungen. Deshalb ist es so wichtig, ein gutes Gleichgewicht aus Belastung und Entlastung zu finden. Vor allem um die Schmerzen schnell zu reduzieren, ist es wichtig, im Alltag ein paar Dinge anzupassen. So bekommt die Sehne die bestmöglichen Bedingungen, um sich wieder zu erholen und sich zu regenerieren. Das bedeutet, wenn du in deinem Alltag ein paar Kleinigkeiten veränderst, wirst du oft schon nach kurzer Zeit merken, dass die Schmerzen deutlich weniger werden. Und jetzt zeige ich dir, was du bei seitlichen Hüftschmerzen unbedingt vermeiden solltest. Und das erste und was ich am häufigsten sehe, Beine überschlagen. Das betroffene Bein ist oben und genau diese Position erhöht dann den Druck auf die Sehne und verschlimmert dann die Reizung. Alternativ wäre, einfach ganz normal mit beide Beine hüftbreit oder etwas mehr auseinander sitzen. Die zweite Angewohnheit, die etwas ungünstig ist für deine Hüfte, ist das seitliche Hängen an der Hüfte. Sehr häufig sieht man Menschen, die auf die betroffene Seite so hineinlehnen. Dadurch wird die Sehne dauerhaft überbelastet. Gerade im Stehen ist die Belastung so wichtig und den solltest du dann auf beide Seiten gleichmäßig verteilen, indem du nicht auf die Hüfte so reinhängst, sondern dein Gewicht auf beide Beine gleichmäßig verteilst. Der dritte Fehler ist, dass du auf der betroffenen Seite liegst. Der Seitendruck reizt die empfindliche Sehne noch zusätzlich. Beim Liegen solltest du versuchen, auf die gesunde Seite zu liegen. Die gesunde Seite kommt unten und das betroffene Bein, das bleibt oben. Und im besten Fall hast du dann noch ein Kissen zwischen deine Beine und diesen Kissen soll so groß sein, dass du deine Beine hüftbreit auseinander hast. Denn auch wenn du keinen Kissen hast, und das Bein einfach so runterfallen lässt oder nur eine kleine Decke dazwischen hast, ist die Sehne durch diese Position in eine viel zu starke Dehnung. Und auch das ist sehr kontraproduktiv für deine Beschwerden seitlich an der Hüfte. Der vierte Fehler, was viel so häufig gemacht wird, wenn die Sehne schon wehtut, dann geht man schön in die Dehnung rein. Und sehr häufig werden dann halt Dehnungsübungen wie diesen hier gezeigt, wo man das Bein ordentlich ranzieht und da ganz lange bleibt. Weil man der Meinung ist, wenn es ordentlich zieht und weh tut, dann dehnt man diesen Schmerz weg. Und das ist ein sehr häufiger Fehler. Durch die vermehrte Dehnung oder dieses gereizte Dehnung machst du deine Sehne nicht unbedingt besser. Die wird eher gereizter.
Versuche deine Bewegungsausmaß bis zum Schmerzlimit hinzugehen, aber nicht übertreiben. Sonst reizt du immer wieder die Sehnen und die hat noch nicht mal die Möglichkeit, sich wieder zu regenerieren. Auch Dehnungen wie diesen hier, wo man versucht, etwas zu lösen, können bei Tendinopathien eher die Beschwerden verschlimmern. Der 5. Fehler, was auch viel zu häufig vorkommt, ist, dass man sitzt in einer vielen zu tiefen Sitzfläche. Vor allem beim Sitzen im Auto oder auf dem Couch hat man sehr häufig so eine bequeme Position, hier ist es fast zu wenig, wo die Knie dann viel zu hoch ist und die Hüfte viel zu tief. Auch in dieser Position bekommt die Sehne viel zu viel Druck. Und das Abkippen, dadurch, dass das Becken nach hinten abkippt, ist ebenfalls nicht so produktiv. Besser wäre, wenn du dich hinsetzt und in deiner Haltung die Knie sogar etwas tiefer sind als deine Hüfte. Aus dieser Position hast du dann deutlich weniger Belastung auf der Sehne drauf. Zu viele Treppen oder bergauf gehen. Das führt zu einer höheren Belastung der Sehne, besonders dann, wenn sie schon bereits empfindlich ist. Versuche darauf zu achten, dass wenn du das machen solltest oder müsstest, dass deine Schrittweite eher verkleinert ist. Längeren Schritten sorgen auch für extra Belastung auf die Sehne. Die Spannung ist viel zu hoch und in den meisten Fällen auch unnötig. Besser wäre, wenn du kleine Schritte machst, dadurch ist die Belastung auf die Sehne deutlich weniger. Das Zweite wäre, dass du, bevor du Situationen hast, in denen du längere Zeit dich bewegen möchtest, wie zum Beispiel längere Zeiten gehen, versuche dann die Gesäßmuskulatur anzuspannen und wieder locker zu lassen. Anzuspannen und wieder locker zu lassen. Diese Bewegung aktiviert die Muskulatur und sorgt dafür, dass sie besser vorbereitet wird für das längere Gehen oder Stehen. Was dir auch weiterhelfen wird, falls du seitliche Beschwerden hast, ist, dass du, wenn du sitzt, nicht auf harten Sitzen bist. Das heißt, Holzstühle oder Stühle, die eine zu niedrigen Polsterungen haben, werden hochwahrscheinlich deine Beschwerden verschlimmern. Des Weiteren ist es wichtig, kein in den Schmerz rein trainieren. Ein leichtes Ziehen ist okay, aber stechenden, brennen oder anhaltenden Schmerzen, da solltest du dein Training anpassen, nicht weiter noch steigern. Am liebsten versuchst du dann, die Wiederholungsanzahl zu reduzieren, bevor du den Widerstand reduzierst. Und auch ein sehr wichtiger Faktor für deine Beschwerden sind nicht die Schmerzen, die gleich während des Trainings auftreten, sondern die 24-Stunden-Regelung. Das heißt, 24 Stunden später sollten deine Beschwerden gleich bzw. weniger sein wie davor. Dann kannst du dir sicher sein, dass dein Trainingreiz gut genug ist, um eine Anpassung zu haben, ohne eine Überlastung. Wenn du längere Zeit im Stehen oder im Sitzen arbeiten musst, versuche kleine Pausen einzubauen. Wichtig ist, die Pausen werden dann eingebaut, bevor die Schmerzen kommen. Stell dir einen kleinen Wecker oder irgendeinen kleinen Sticker, wo du, wenn du hinschaust, du dich einfach mal ein bisschen bewegst. Sei es das Becken rechts oder links kippen oder ein paar Schritte auf die Stelle machen oder wenn du sitzt, einfach mal wieder aufstehst. Und das ist wichtig, bevor die Schmerzen kommen, nicht wenn sie schon da sind. Bei akuten Beschwerden kannst du auch gerne auf die Stelle eine Wärme draufpacken. Das hilft dir kurzfristig, deine Schmerzen zu reduzieren. Auch Kälte kann deine Schmerzen reduzieren. Wichtig ist, sowohl Wärme als auch Kälte, die kommen nicht so tief in das Gewebe rein, dass du einen direkten Effekt auf die Sehne hast, sondern die Wärme verbessert die Durchblutung auf der Oberfläche, wodurch Schmerzen weniger werden. Und die Kälte sorgt dafür, dass die Nervenreizung, diese Reizung der Schmerzen, die werden dann reduziert, weil die Nerven weniger feuern. Und auch dann hast du eine Schmerzlinderung. Und jetzt ein paar Tipps, die du vielleicht noch nicht gehört hast, aber vor allem dann bei Sehnenbeschwerden einen riesen Einfluss haben. Das erste ist, Rauchen vermeiden. Nikotin verschlechtert die Durchblutung von Sehnen und bremst den Heilungsprozess. Und das zweite ist deine Schlafqualität. Eine bessere Schlafqualität hat einen direkten Einfluss auf die Heilung. Sehnen regenerieren in der Tiefschlafphase. Regelmäßiger Schlaf unterstützt die Heilung spürbar.
Wenn du diese kleinen Anpassungen im Alltag umsetzt, entlastest du deine Hüfte sofort und gibst der Sehne die Chance, sich zu beruhigen. Seitliche Hüftschmerzen können hartnäckig sein, aber mit den richtigen Gewohnheiten wirst du schnell eine Veränderung spüren. Und wenn du zusätzlich noch den passenden Übungen suchst, schau dir gerne noch mal andere Videos dazu an. Ich danke dir fürs Zuschauen, pass gut auf dich auf und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!